Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf unserem Kanal. Heute wollte ich mal über das Thema Spiritualität sprechen. Und ja, was ist genau Spiritualität? Vielleicht du, derjenige, der gerade eingeschaltet hast, bist vielleicht sogar jemand, der spirituell suchend ist, oder du praktizierst schon eine gewisse Art von Spiritualität, oder du wolltest dich einfach mal schlau machen, was bedeutet Spiritualität, weil für viele Menschen ist das gar nicht so klar. Und wenn man sich das Wort Spiritualität so ankappt, steckt da dieser Spirit drin. Und ja, was ist spirituell? Was bedeutet spirituell? Viele Menschen heutzutage benutzen dieses Wort sehr billig, könnte man sagen, ich bin spirituell. Ich lebe Spiritualität. Aber wenn man sie dann fragt, was sie genau machen, kommen dann meistens so Antworten wie, ja, ich mache Esoterik, oder ich glaube an Energien, oder ich glaube an das Universum, oder ich bin die Spiritualität. So, ich soll im Vordergrund stehen. Aber der Punkt ist, wenn man die Menschen fragt, ist es eigentlich gar nicht klar genau, was bedeutet Spiritualität eigentlich, und gerade in der westlichen Welt. Weil wenn wir in andere Länder schauen, nach Asien, nach Indonesien oder auch nach Afrika oder nach Südamerika oder in alle anderen, sucht euch ein Land aus, in manchen Ländern finden wir noch gelebte Spiritualität, und das ist der Punkt. Hier, zum Beispiel in Deutschland hier, sagen vereinzelte Menschen, ich bin spirituell, ich lebe spirituell, ich möchte etwas Spirituelles machen. Aber in anderen Ländern sieht man heute sogar noch, dass sie leben spirituell. Spirituelle Lebensweise ist eigentlich etwas, was man jeden Tag machen kann und was nicht für eine kleine Menschengruppe gedacht ist, wie wir heute zum Beispiel denken, ja, diese Hippies, die leben spirituell, oder die Menschen und die Menschen leben spirituell, aber ich bin das nicht. Ich habe damit gar nichts zu tun. Warum habe ich damit nichts zu tun? Weil ich das normale Leben lebe und ich arbeite und dies und das und das und das mache, was alles von mir gewollt ist in der heutigen Gesellschaft. Aber macht mich das spirituell? Nein. Spiritualität bedeutet, man schaut in sich, man stellt sich höhere Fragen. Und genau das kann man in anderen Ländern sehen. In Deutschland mögen sich nicht viele Leute damit beschäftigen, aber in anderen Ländern ist das Teil der Kultur. Und da kommen wir nämlich dazu. Es ist Teil der Kultur. Und genauso war auch in Deutschland hier es Teil der Kultur, dass wir spirituell gelebt haben. Aber heutzutage ist genau der Gegenteil, genau das Gegenteil entstanden, nämlich eine materielle Lebensweise, eine materielle Kultur. Und das ist der Anfang, dass wir verstehen müssen, wir leben hier in einer materialistischen Kultur. Aber wir selbst wollen spirituell leben. Aber wir können es nicht, weil wir bedeckt sind von dieser materiellen Kultur und lassen uns von dieser materiellen Kultur hier beeinflussen. Aber wie können wir das verändern? Deswegen meine ich, schauen wir in Länder, wo es für uns aus der westlichen Sicht, wo sie einfacher leben, oder man sagt dritte Weltländer, oder man sagt, ja, die haben keine Kultur. Aber meistens genau in diesen Ländern wird Spiritualität noch gelebt. In dem normalen Alltag. Es gehört zum Alltag dazu, genauso wie es hier in Deutschland auch, wenn wir nicht mal 100 Jahre zurückgehen und noch was davor war, die Menschen waren mehr spirituell. Und warum waren sie spirituell? Weil sie sich mehr mit sich selbst befasst haben. Sie haben mit der Natur zusammengearbeitet, haben in Harmonie mit sich selbst und der Natur gelebt und hatten dadurch nämlich was? Ein höheres und klares Bewusstsein und ein Verständnis, was um sie herum passiert und was mit ihnen selbst passiert. Sie hatten waren mit sich selbst im Reinen. Und das ist das, was eigentlich Spiritualität mit uns machen sollte, nämlich wir sollen uns selbst erkennen. Wir sollen uns zurückerinnern und wir sollen uns eigentlich tiefere Fragen stellen. Und heutzutage die sogenannte spirituelle Szene oder Esoterik-Szene oder der spirituelle Pfad und der spirituelle Pfad, es ist ein großes Geschäft geworden. Spiritualität. Viele Menschen wollen sich damit nicht beschäftigen, weil sie denken, ja, da muss ich viel Geld für bezahlen. Und das sehen wir, weil meistens die Leute, die sagen, sie leben spirituell, dann bezahlen sie für irgendwelche Kurse viel Geld, bezahlen für dies viel Geld und für das viel Geld. Aber eigentlich Spiritualität, Selbsterkenntnis gibt es umsonst. Nämlich nicht, dass man bei dem Kurs mitmacht, sich der Gruppe anschließt und das macht, oder dann sogar denkt, ich schaffe das alleine, weil das sind auch heutzutage sehr prominent, gerade in der spirituellen Szene, dass man sagt, ich schaffe das alleine. Ich schaffe das ganz alleine, ich muss mit keiner Gruppe
anschließen, ihr folgen. Ich brauche auch niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe und was ich lassen soll. Ich bin mein eigener Herr. Und schon gar nicht glaube ich an Religion, weil etwas Höheres gibt es nicht oder es gibt keinen Gott. So. Aber das sind alles diese Gefahren, die in der Spiritualität heutzutage auch auftauchen. Aber eigentlich, wenn man sich tiefere Fragen stellt über das Leben, dann fängt man bei sich selbst an und fragt, wo komme ich eigentlich her? Wo geht es hin oder wo kann es hingehen in diesem Leben? Wo, ja, ist das hier alles eigentlich die Wirklichkeit, die ich hier wahrnehme? Warum ist alles zeitweilig? Warum ist denn etwas nicht ewig? Es gibt ja eine Ewigkeit oder wir sagen, dass es Ewigkeit gibt, aber kann ich diese Ewigkeit auch hier in diesem Leben erfahren? An mir selbst? Nein, ich kann an mir selbst die Ewigkeit nicht erfahren, weil ich sehe, dieser Körper geht eine Wandlung durch. Vom Kleinkind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, zum alten Mann und dann irgendwann muss ich diesen Körper ja aufgeben. Also bin ich nicht ewig. Was bin ich dann? Obwohl ich mich diese Frage stellen kann. Und jeder draußen von euch kann sich die Frage stellen. Warum bin ich nicht ewig? Aber vielleicht bin ich ja ewig. Und genau das ist der Schlüssel zur Selbsterkenntnis. Wenn wir uns selbst erkennen wollen, der erste Punkt ist, und da sind uns alle alten Kulturen voraus und alle anderen Länder, die ich schon genannt habe, wie Asien und Indonesien und auch in Afrika, diese alten Völker, die wir als primitiv darstellen, haben das Verständnis, sie sind ewig. Und warum haben sie das Verständnis? Weil sie wissen, dieser Körper ist nur die Wohnstätte von was? Nämlich von der Seele. Und die Seele ist ewig. Und die Seele geht weiter. Und das sehen wir heutzutage im spirituellen Kreisen, wird sehr viel über Karma, Reinkarnation, über Yoga und vielleicht auch über die Seele gesprochen. Aber es gibt kein klares Verständnis von der Seele und eigentlich ihre wahre Existenz. Und wo kommt diese spirituelle Seele eigentlich her? Und warum belebt diese spirituelle Seele jetzt gerade diesen Körper? Und was sind eigentlich die Funktionen des Körpers? Und was soll ich gerade als menschliches Lebewesen, welche Fragen soll ich mir stellen? Und wo kriege ich die Antworten? Die Antworten sind nämlich in unserem Herzen und wir haben alle Antworten in uns. Wir wissen das eigentlich, aber wir haben es hier durch diesen materialistischen Lebensstil und diese materialistische Kultur, gerade in der westlichen Welt, haben wir das vergessen. Wir denken, wir haben alles und uns geht's gut. Aber wir haben zwar alles und das stimmt auch. Materialistisch gesehen geht es uns sehr gut hier in Deutschland. Aber was fehlt in Deutschland? Spirituelle Kultur. Nämlich spirituelles Verständnis von sich selbst, über die spirituelle Seele. Weil das ist das ABC der Spiritualität. Also ich verstehe, ich bin nicht dieser Körper, ich bin spirituelle Seele und ich bin ewig. Und wenn ich das weiß, kann ich mir tiefere, andere Fragen stellen. Und dann auch, was ist der Sinn des Lebens? Hier einfach nur meine Zeit vergolden? Ganzen Tag arbeiten oder meinem Chef dienen oder meinem Tier dienen oder meinem weiß ich was dienen oder meinen verrückten Sinn dienen die ganze Zeit? Nein. Ein spiritueller Mensch hinterfragt diese Sachen und sucht Antworten. Und diese Antworten habe ich persönlich gefunden in den alten vedischen Weisheiten aus Indien oder aus der alten spirituellen Kultur, die speziell in Indien oder in Asien gelebt wurde und die eigentlich weltweit gelebt wurde. Und ja, ich habe spirituelle Bücher gelesen sozusagen. Ich habe auch einen kleinen Ordner gemacht hier auf YouTube, wo ihr Buchvorstellungen sehen könnt. Wir haben da mehrere Bücher in deutscher Sprache und wenn man sich diese Bücher anschaut, kann man sehr einfach einen direkten Zugang zur wahren Spiritualität finden und zu den Antworten dieser hohen Fragen, die wir uns eigentlich stellen sollten. Und die leider heutzutage in gewissen spirituellen Kreisen nicht gestellt werden. Die Leute reden über Chakren, die Leute reden über Energien, die uns umgeben, sie reden über das Universum, aber niemand stellt sich die Frage, wo kommt das Universum eigentlich her? Wer hat das Universum erschaffen? Und warum bin ich hier eigentlich gefangen in diesem Universum? Oder fühle ich mich gefangen oder fühle ich mich frei? Eigentlich sollten wir uns frei fühlen, aber frei fühlt sich eigentlich nur derjenige, der sich mit spirituellem Wissen beschäftigt. Und was bringt uns spirituelles Leben? Jetzt so jemand, der zuschaut und sich denkt, ja, hört sich alles schön an, aber was bringt es mir? Spirituelle Leben oder spirituelles Bewusstsein, es geht ums Bewusstsein. Wenn wir spirituell leben, erfahren wir ein höheres Bewusstsein. Und dieses höhere Bewusstsein verbindet uns mit dem Ursprung von allem und mit der wahren Liebe, die wir in uns tragen. Und diese wahre Liebe, die in unserem Herzen ruht und geöffnet werden muss durch Selbsterkenntnis, durch innere Arbeit, öffnet uns alles Wissen dieser Welt. Alles Wissen dieser Welt. Und
gibt uns das höchste Geschenk, nämlich dass wir verstehen, wer hat das hier erschaffen? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin oder wo kann es hingehen nach diesem Leben? Und es gibt nicht nur ein Leben, es gibt viele Leben. Und alle anderen spirituellen Fragen, wo ist der Ursprung davon? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Und ich kann euch sagen, auch in der spirituellen Szene heutzutage wird Gott förmlich abgelehnt. Nein. Und dann wird sogar noch gesagt, du kannst selber Gott werden. Mach alles dafür, dass du selbst Gott wirst. Nein, ich kann dir sagen, es wird nicht klappen, weil du selbst kannst nicht Gott werden. Es gibt immer jemanden über dir. Und Gott hat uns erschaffen und in den vedischen Schriften wird er benannt mit einem Namen, nämlich Krishna. Krishna hat das alles hier erschaffen und er hat uns einen freien Willen geschenkt. Und genauso können wir ernsthaft spirituelles Leben leben, wenn wir das wollen und er wird uns helfen in Form der vedischen Schriften. Oder wir entscheiden uns dagegen und wir sagen, nein, ich will selbst Gott sein, ich möchte selbst genießen, ich möchte dies und das erreichen in diesem Leben. Und Krishna sagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, mach viel Spaß, spiel dieses Leben, deine Sache, die du machen möchtest. Und er wird nichts dagegen machen. Aber wir müssen die Reaktion unserer Handlung erleiden und das ist Karma. Und alle spirituellen Menschen sind sich eigentlich bewusst, was Karma bedeutet und wie man eigentlich Karma aus dem Weg gehen sollte. Aber auch das ist ein großes Geheimnis heutzutage. Alle reden über Karma, keiner weiß, was bringt mir Karma. Alle sagen, ich will gutes Karma haben, ich will Schlechtes vermeiden. Aber jetzt kommen wir als Hare Krishnas oder wir, die den Bhakti-Yoga-Pfad gehen und sagen, du sollst karmafrei leben lernen und du kannst das auch. So. Das ist nämlich der Schlüssel zu einem reinen, wahren Bewusstsein. Nicht, dass wir alle Handlungen einstellen und nur meditieren, sondern dass wir ganz normal weiterleben, aber in einem höheren Bewusstsein, in dem Dienst für Krishna. Und das nennt sich Bhakti-Yoga. Und das ist der einfachste Weg, der uns mitgegeben wird in Form der vedischen Weisheiten für dieses Zeitalter, in dem wir leben, nämlich in diesem Kali-Yuga. Das ist das Zeitalter der Heuchelei und des Streites. Und dieser Weg führt euch sozusagen zur spirituellen Vollkommenheit. Und das ist dieses Bewusstsein, dieses reine Bewusstsein und die innerliche Liebe zu uns selbst, zu dem, was uns umgibt und zu der höchsten Identität, zu der höchsten vollkommenen Person, die das hier alles geschaffen hat. Und wir können das verstehen. Und alle Fragen, gerade die in dem spirituellen Bereich sich die Leute stellen oder nicht stellen oder hinterfragen möchten, es gibt Antworten darauf. Und auch du kannst diese Antworten finden. Und ja, ich hoffe, mit diesem Video habe ich euch einen kleinen Vorgeschmack gegeben, vielleicht auch diesen spirituellen Pfad mal auszuprobieren, Bhakti-Yoga zu praktizieren oder sich auch mal tiefere Fragen zu stellen oder einfach zu verstehen, oh, was ich die ganze Zeit mache, war vielleicht doch nicht so das wahre spirituelle Leben, da gibt es noch eine andere Seite. Man sollte immer die verschiedenen Seiten sich anschauen und dann könnt ihr selbst euch entscheiden, welchen Weg will ich gehen. Aber probiert es aus. Ich habe es ausprobiert, mir hat es geholfen, euch wird es auch helfen und wir werden jetzt in Zukunft noch verschiedene andere Thematiken, werden die versuchen zu erklären auf eine einfache Art und Weise und wir versuchen damit euch zu inspirieren, auch das zu praktizieren und auch ja, es lieben zu lernen, so wie ich es lieben gelernt habe. Dann danke ich euch. Hare Krishna.